Künstliche Intelligenz. Eine Technik, die längst in unserem Alltag angekommen ist, ob wir es wollen, merken oder nicht. Assistiertes Fahren, Musikstreaming, Sprachassistenten haben mehr oder weniger Nutzen und sind tägliche Begleiter. Doch wie sieht es in der Fotografie aus? Apple beschreibt zum Beispiel, dass dank eines neuen Algorithmus die Gesichtserkennung auf den neuesten iPhones knapp 4 Millisekunden in Anspruch nimmt. KI ist keine Modeerscheinung, sondern aufgrund der millionenfachen Verbreitung in den Smartphones längst der Status der Bildbearbeitung. Die Bilderstellungssoftware DALL-E 2 erzeugt jetzt zu beliebigen, wenn du willst, völlig absurden Textvorgaben fotorealistische Bilder. Sag, dass du ein Bild von Fußball spielenden Enten benötigst und du bekommst es. Doch anstatt nur über die künstliche Intelligenz zu reden, lass uns doch mal mit ihr reden und sie fragen, ob sie eine Gefahr für uns ist. Hey, bist du als KI eine Gefahr für die Fotografie? Es ist unwahrscheinlich, dass KI eine Gefahr für die Fotografie als Kunstform darstellen wird. In der Tat können KI-Tools Fotografen dabei helfen, ihre Bilder zu verbessern, indem sie beispielsweise automatisch Farben anpassen oder störende Elemente entfernen. Allerdings könnte es sein, dass KI in der Lage sein wird, manche Aufgaben besser zu erledigen als Menschen, was dazu führen könnte, dass sich der Beruf der Fotografie verändert. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Fotografie weit mehr als nur Technik ist und dass die menschliche Kreativität und das menschliche Auge immer noch unersetzlich sind. Ziemlich unverdächtige Antwort, wie ich finde. Sie sagt, dass sie uns eine Hilfestellung bei der Fotografie sein will und dass es aber auch ein paar Dinge gibt, die sie sicherlich besser kann. Auf der anderen Seite, wenn ich die KI wäre und ich würde die Fotografie übernehmen wollen, würde ich das direkt zugeben? Doch Spaß beiseite. Mit wem habe ich da eigentlich gerade geschrieben? Das Programm, was dahinter steckt, ist ChatGPT oder GPT-3 von der Softwarefirma OpenAI. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die von einigen, ich würde sagen, schwerreichen Milliardären gegründet wurde, um künstliche Intelligenz besser erforschen zu können. ChatGPT ist ein rein textbasiertes Programm. Du kannst Text schreiben und du bekommst Textantworten. Du kannst also keine Bilder hochladen oder auch keine Musik und du bekommst auch keine Bilder oder sonstige Medien zurück. Was hat das also mit der Fotografie zu tun? Ich habe mir also gedacht, ich stelle ihr einfach mal ein paar Fragen. Wobei ihr, sie, es, er, keine Ahnung, wie man es nennt. Ich würde sagen sie, weil die künstliche Intelligenz, einigen wir uns darauf. Meine erste Frage war, sollte ich lieber einen Softbox oder einen Beauty-Dish verwenden? Ziemlich unspezifisch. Was ist der Anwendungsfall? Was will ich da tun? Mal gucken, was sie uns geantwortet hat. Die Wahl zwischen einer Softbox und einem Beauty-Dish hängt von der gewünschten Lichtqualität und dem gewünschten Look ab. Okay, das ist jetzt nicht besonders originell. Mal gucken, was sie noch zu sagen hat. Eine Softbox gibt ein weiches, gleichmäßiges Licht ab, das für Porträts gut geeignet ist, insbesondere wenn du das Aussehen von Haut glätten möchtest. Eine Softbox ist auch gut geeignet, um Schatten zu mildern und das Aussehen von Linien und Falten zu verringern. Die Antwort ist gar nicht so schlecht. Sie weiß, dass es sich dabei um weiches Licht handelt und dass wir damit einen schönen, angenehmen Look erzeugen können. Und was ist jetzt mit dem Beauty-Dish? Ein Beauty-Dish hingegen gibt ein härteres, kontrastreicheres Licht ab und ist daher besser geeignet, um Texturen und Konturen hervorzuheben. Ein Beauty-Dish eignet sich auch gut für künstlerische Porträts, um einen dramatischeren Look zu erzielen. Hey, kleine Lichtquelle, kontrastreich, härteres Licht, das hat sich auf jeden Fall schon mal gut erkannt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Eingemachte. Ich will ChatGPT in die Falle locken und herausfinden, ob sie mitbekommt, dass ich eine zu hohe Verschlusszeit habe, also über der Blitzsynchronzeit liege. Ich frage sie, woran es liegen kann, dass die Hälfte meines Bildes schwarz ist, während die andere richtig belichtet ist. Mal gucken, ob sie eine Antwort darauf hat. Der Blitz könnte falsch eingestellt sein. Dein Blitz könnte zu weit entfernt sein. Dein Blitz könnte falsch ausgerichtet sein. Dein Blitz könnte überhitzt sein. Okay, hier versagt sie so ein bisschen. Vielleicht ist das Wissen zu speziell. Dass der Blitz überhitzt, halte ich für relativ unwahrscheinlich als Ursache für ein halb falsch belichtetes Bild. Und auch grundsätzlich hat sie, glaube ich, nicht verstanden, dass es mir nicht darum geht, dass das Bild grundsätzlich zu dunkel oder zu hell ist, sondern dass einfach nur die Hälfte des Bildes belichtet ist. Aber geben wir eine Chance und haken nach. Es ist möglich, mit einer Belichtungszeit von einer 300stel Sekunden zu fotografieren, auch wenn Ihre Kamera eine maximale Synchronisationsgeschwindigkeit von einer 200stel Sekunden unterstützt. Sie werden wahrscheinlich dunklere Bilder erhalten, da weniger Licht in die Kamera gelangt. Sie müssen möglicherweise die Blitzstärke erhöhen. Es besteht das Risiko, dass der Blitz nicht rechtzeitig ausgelöst wird, wodurch das Bild unscharf wird. Okay, diese Antwort ist schlicht falsch. Natürlich bekomme ich dunklere Bilder, wenn man sagt, dass
ein halb schwarzes Bild ein dunkleres Bild ist. Aber das ist nicht das, was ich mir erwarten würde, wenn ich diese Frage stelle. Die Antworten von ChatGPT waren sprachlich einwandfrei und erschienen wie Texte von einem Menschen. Einfache Fragen zur Fotografie hat sie plausibel und passend beantwortet. Sobald man etwas tiefer in die Materie eintauchte, wurden die Antworten schwammig oder sogar falsch. Wenn man betrachtet, wie jung diese Technologie ist, die noch nicht einmal auf das Thema Fotografie spezialisiert ist, finde ich die Ergebnisse dennoch ziemlich bemerkenswert. Handwerkliche Bildretusche wie Dodge und Burn und Frequenztrennung an eine künstliche Intelligenz abzugeben, kann ich mir gut vorstellen. Zumal ich glaube, dass sie das besser und definitiv schneller kann als der Mensch. Weiterhin kann eine KI einen beim Lernprozess unterstützen. Man könnte Bilder hochladen, deren Lichtsetzung einem gefällt, um den Setaufbau genannt zu bekommen. Natürlich hat jede Medaille ihre zwei Seiten. Wir haben gesehen, dass teilweise noch falsche Antworten erscheinen, was dienstjunge Fotografen irritieren kann. Auch die genannte künstliche Intelligenz DALL-E 2, die einem in Sekunden Bilder im Stil eines bestimmten Künstlers erzeugt, kann Teil stundenlanger Podiumsdiskussionen sein. Am Ende muss jeder für sich entscheiden, ob und wie viel dieser neuen Technologie er in seine Arbeit einfließen lassen will. Nur eins scheint sicher: sie kommt nicht. Sie ist bereits da.